Okay. Ja. Ja, hallo liebe Freunde. Heute sitzen wir hier im Mercedes SSK mal wieder. Das ist ja nicht unser erster SSK. Und das Auto hier ist aus den 20er Jahren, Ende der 20er Jahre. Und das ist absolut Autofahren pur. Mehr geht nicht. Das ist für mich das faszinierendste Auto, was jemals die Straßen erblickt hat. Jetzt wollen wir mal losfahren. Jetzt zeigen wir euch, wie das geht. Ja, das ist ein Auto, was man mit Zwischengas fahren muss. SSK ist die Formel 1 der 20er Jahre. Das Besondere an dem Wagen, da sind ja nur 134 Fahrgestelle gebaut worden. Und davon S- und SS-Modelle und SSK. Und spannend wurde das eigentlich erst, als man den Vorgänger, den 630 Grad tiefer gelegt hat, Motor zurückversetzt und hat dann richtig sportliche Autos gebaut. Und das war so ein SSK aus der Zeit. Es sind insgesamt noch 35 Autos gebaut worden. Und von diesen 35 Autos gibt es heute noch 6 Originale. Und alles andere, was sie dann auf die Straße gebracht haben, ist verunfallt oder gibt es nicht mehr oder ist dann zusammengebaut worden aus S- oder SS-Modellen. Das ist auch bei uns so. Unser Auto ist natürlich phänomenal, der Wagen hat 7,1 Liter Hubraum. Ich verstehe im Moment leider mein eigenes Wort nicht und ich kann nur hoffen, dass der Ton das jetzt aufnimmt. Es ist ein bisschen kalt geworden, wir haben 8 Grad. Ja, ich habe mein eigenes Wort eben nicht verstanden, weil das so laut war. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Also an den Wagen muss man sich gewöhnen. Das Auto ist voll restauriert die letzten 4 Jahre. Hat 1930 einen schweren Unfall gehabt, der ist mal als S-Modell zur Welt gekommen. Ist dann wieder zu Erdmann und Rossi zurück. Der hatte eine Erdmann und Rossi Karosserie. Und ist dann neu aufgebaut worden mit dieser SSK-Karosse und ist dann über Jahrzehnte verschollen gewesen und ist dann jetzt die letzten 4 Jahre mit möglichst vielen Originalteilen wiederhergestellt worden. Aber wenn man sowas fährt, also qualitativ, ist das Auto toll gemacht. Aber es ist ja wirklich also was absolut Faszinierendes. Geiles Auto, was. Also das ist wirklich Autobahn pur, das ist absoluter Elefant, Autofahren pur. Die Maschine ist sensationell, man merkt, dass der restauriert ist. Der hat einen Sound, ich verstehe teilweise nicht, was ich rede. Ich hoffe nur, dass das hier auf dem Mikrofon alles angekommen ist. Wir fahren jetzt mal weiter. Aber ein sensationelles Auto. Also für mich, SSK ist für mich das Größte, was es gibt. Hört euch das mal an hier. Ja, das Mercedes hier, die riesigen Drehzahlmesser, da sind die ganzen Originalarmaturen zu dem Auto. Hier ist die Handbremse hier vorne. Der Wagen hat eine Viergangschaltung und läuft spitze 190.
Man merkt einfach hier, dass man 2,1 Tonnen in der Hand hat. Großes Lenkrad. Hier vorne ist die Zündung. Also Maschine sehr, sehr gut. Kann ich nicht anders sagen. Er hat Trommelbremsen, er hat Starrachsen, er hat Blattfedern, halt eben das, was 1928 im Automobilbau das Nonplusultra war. Was zupacken. Der muss so richtig festhalten, den Elefanten, dass er denn nicht ausbricht. Also das ist nichts für zart beseitete Naturen. Also eins steht mal fest, die Fahrt im Mercedes SSK ist aber ein absolutes Abenteuer. Da muss ich mich auch konzentrieren, was jede dieser Autos sind Einzelstücke und jeder fährt anders. Man braucht einen Moment, bis man sich dran gewöhnt hat, aber so eine Fahrt ist einmalig sensationell. Faszinierendes Auto. Keine Servolenkung, kein ABS, gar nichts. Ja, also das war jetzt eine Fahrt mit Mercedes SSK. Das ist für mich immer wieder das Tollste, das Aufregendste und Faszinierendste, was es überhaupt gibt. Und da das für Daimler-Benz auch wichtig war, wir haben hier ein Originalbuch, könnt ihr mal gucken, goldener Mercedes-Stern drauf. Und zwar, das heißt die Renngeschichte der Daimler-Benz AG. Das ist original, das ist Anfang der 30er Jahre. Und der Ruhm von Daimler-Benz ist mit diesem Auto begründet worden. Das ist übrigens der letzte Wagen, den der Professor Porsche für Mercedes konstruiert hat. Danach hat er ja gewechselt, später auch ein VW dann noch konstruiert. Aber SSK ist Ferdinand Porsches Werk gewesen. Diese wahnsinnige Maschine, also man hat Folgendes gemacht. Es gab bei Anfang der 20er Jahre einen 630K, der war noch verhältnismäßig hoch. Und man hat dann einfach was Sportives aus dem Auto gemacht. Man hat den Kühler zurückgesetzt, die ganze Maschine, hat das ganze Auto 25 cm tiefer gelegt und plötzlich hatte man einen absoluten Sportwagen. Die sind ja damals Bergrennen gefahren mit solchen Autos. Es war absolut hip in dieser Zeit. Und das Tolle am SSK, und das ist das einzige Auto, wo das möglich war, das war auch für Privatfahrer ein Formel-1-Auto. Der Wagen ist eigentlich der Formel-1-Wagen der 20er Jahre. Als dann 1934 die Grand Prix-Wagen gebaut wurden von Daimler-Benz, war das nicht mehr möglich. Da konnte man als Privatwagen, ob man nun Baron war oder ein ganz reicher Adliger oder was auch immer, eben nicht mehr in die Grand Prix-Wagen fahren. Mit dem sind die Rennen gefahren worden, Nürburgring, Eifelpreis, große Preis von Deutschland, also was es alles gab ab 1927. Und da war das angesagte Auto seiner Zeit. Und eben auch für Privatfahrer. Wenn man gesagt hat, das ist mein Hobby, da habe ich Lust dazu, das will ich fahren, hat man sich ein SSK gegönnt. Man braucht natürlich viel Geld. Er hat damals 32.000 Reichsmark gekostet. Das war eine irrsinnige Summe. Aber bis heute, das sei vielleicht mal erwähnt, ein echter originale SSK, da gibt es 6 Stück von. Die Autos werden bis zu 30 Millionen gehandelt. Ich habe schon von höheren Geboten gehört. Die Autos sind unbezahlbar. Und man hat natürlich, weil der diesen kürzeren Radstand hat, also es gab Modell S, Modell SS und dann SSK, das war Supersport kurz, haben die Leute dann alle ihren Radstand um 30 cm verkürzt und konnten da natürlich super tolle Rennen mitfahren. Das waren Autos, die waren nicht nur knackig, haben diese Riesenmaschine mit 7,1 Liter und Kompressor gehabt, sondern die waren auch richtig toll in Kurven zu bewegen. Die haben eigentlich erst dann 1933, als das vorbei war, gab es dann die Alfa Romeos, die waren schneller, weil sie kleiner waren. Die sind besser um die Kurven gekommen, auch weil sie leichter waren. So ein Wagen hier wiegt immerhin 2,1 Tonnen. Und das Exemplar, was wir hier haben, der ist fantastisch restauriert worden.
die hat die etwas anderen Kotflügel. Es gab ja zwei Arten. Also einmal die, die länglich waren, das ist hier unser, die gerade nach hinten gehen, oder die, die dann rundherum runtergehen. Das war der, den wir letztes Mal hatten. Er sieht so aus und dann ist er halt eben von der Farbzusammenstellung, von der Qualität der Arbeit. Wir haben das Auto hier beim besten Mechaniker gehabt, den es gibt für diese Branche. Das ist jemand, der hat sein Leben lang nur mit den Autos zu tun. Da war jetzt in der Technik. Auch hier das Leder, schaut mal, sieht schon wieder alt aus. Es ist wirklich toll gemacht worden. Auto ist von 2015 bis 2019 voll restauriert worden und sehr, sehr viele Teile hier an dem Auto sind original aus der Zeit. Er hat, wie gesagt, 1930 einen schweren Unfall gehabt. Da ist das Auto revidiert worden, ist als S, also als langer Rahmen zur Welt gekommen. Mit einer Erdmann und Rossi Karosserie aus Berlin. Ihr wisst ja, das war der bedeutendste Karossier in den 30er Jahren für Mercedes und weitere spezielle Luxusmarken. Und dann hat man damals eine SSK-Karosse drauf gesetzt und dann ist das Auto ja Jahrzehnte verschollen gewesen und ist dann, wie gesagt, mit der Fahrgestellnummer wieder aufgebaut worden. Also man kann sagen, es ist eine Rekonstruktion, absolut authentisch mit sehr vielen originalen Teilen. Und der ist, das habe ich eben gemerkt, auch beim Fahren, der ist wirklich toll gemacht worden, der Wagen. Und wie er aussieht, das könnt ihr ja sehen. Was nicht ganz original, das ist übrigens der Stern vorne drauf. Den hat es eigentlich so nicht gegeben, sondern nur beim SS oder beim S. Beim SSK hatte man nur das hier vorne ohne Stern. Hier ist ja das Thermometer vorne drin, Kühlflüssigkeit. Hat man hier gemacht, sieht natürlich beeindruckend aus und ist wirklich ein absolut irres Auto. Das sind hier originale Lampen aus der Zeit, schaut euch das mal an. Da vorne ist Horn. Dann hat er hier vorne Starrachsen, das war halt eben Konstruktionsmerkmal der Zeit. Moderner war es damals nicht. Hier vorne sind die Blattfedern, könnt ihr sehen. Riesige Trommelbremsen, die braucht er auch. Weil wenn man ein Seilzug, aber wohlgemerkt, ja, keine hydraulischen Bremsen. Und natürlich auch Speichen. Wichtig ist, dass die gut zentriert sind, sonst schlackert der vorne. Ich hatte ja selbst eine SSK ein paar Jahre, da muss man immer aufpassen. Ab 140 geht das dann so. Und wenn so ein Wagen dann bei der Geschwindigkeit bremst und der läuft nicht richtig geradeaus, ist das so eine Sache. Ja, hier, also wie gesagt, dieses absolut irre Buch. Da sind sämtliche Rennergebnisse von Daimler-Benz und ist jedes Rennen aufgeführt. Das ist das Originalbuch aus der Zeit. Das haben wir glücklicherweise. Ich habe ja eine ganz gute Bibliothek. Das ist hier mit dabei gewesen. Ja, und das Tolle ist bei dem Auto, also wohlgemerkt, das ist der einzige Formel-1-Wagen, den Privatleute fahren konnten. Das war ab 1934 nicht mehr der Fall. Und deswegen sind solche Autos heute absolut gesucht. Das ist eigentlich in Sammlerkreisen das Nonplusultra. Und wenn ein echter kostet 30 Millionen und mehr, weil kommt ja gar keiner ran, weil gar keiner verkauft wird. So ein Auto kostet natürlich auch mehrere Millionen. Rest besprechen wir persönlich. Aber er kostet auch deutlich unter 10 Millionen. Und das ist immer eine Verhandlungssache. Das sind alles Einzelstücke. Wichtig ist, dass die Fahrgestellnummer authentisch ist, dass es so ein Auto nicht zweimal gibt. Also das Auto gibt es nicht zweimal. Man kann die Geschichte recht schön nachvollziehen, aber wie gesagt, schwerer Unfall gewesen und dann vieles neu aufgebaut, rekonstruiert. Ja, unser Mercedes SSK von 1928 haben wir hier auf einer bayerischen Wiese. Ich muss mal meine Brille absetzen jetzt und die Kappe wieder aufsetzen. Ja, also ist faszinierend. Aber ist auch wirklich eine Arbeit. Also mit dem Auto zu fahren ist Arbeit, kann man nicht anders sagen. Ihr müsst auch richtig anpacken. Also wenn ich so einen Wagen länger gefahren bin, dann weiß ich, was ich gemacht habe. Die sind ja sogar seinerzeit die Mille Miglia mitgefahren, diese Autos. Und sind auch ganz vorne mitgefahren. Die haben ja ganz viel gewonnen. Eifelrennen, das Alpenrennen, also es gab ja ganz viel. Haben auch bei der Eröffnung des Nürburgrings mitgemacht, 1927. Und 1933 war dann zu Ende, da hat man die Sechszylinderreihe auslaufen lassen. Da ging es dann mit den 8-Zylinder los, 380er Mercedes. Das war dann eine andere Welt. Das waren dann Boulevard-Mercedes, das konnte er mit dem hier. Also das ist richtig ein Urgestein, Autofahren pur. Faszinierender geht's nicht. Das ist meine Meinung. Leerlauf. Hier, zack. Und da ist der Knopf.
Freunde, das war jetzt so eine absolut spannende Fahrt mit unserem Mercedes SSK. Ihr könnt mir ansehen, ich bin ein bisschen zerzaust, aber ihr kennt ja meinen alten Spruch. Also das hier ist wirklich nichts für Briefmarkensammler. Das ist für mich das faszinierendste Auto, was es gibt. Baureihe 06 von 1927 bis 1933. Laufen tut der Wagen faszinierend. Der hat richtig Power. Dass da 190 geht, glaube ich auch. Man merkt, dass der wirklich toll restauriert ist. Und wie die Maschine jetzt aussieht, ich mache sie jetzt mal aus. Die ist ja relativ laut, könnt ihr ja hören. Ja, das ist also richtig Power. So, und wie diese Sechszylinder aussieht, ist unser Kollege Schorsch, den kennt ihr ja schon. Der zeigt euch das jetzt. Da machen wir vorne mal auf. Vielleicht an der rechten Seite, wo man die Krümmer so schön sieht. Vergaser ist ja links, die haben ja zwei Doppelvergaser. Und dann steige ich mir auf. Schorsch, öffnen Sie das mal kurz. Nur Vorsicht, Schorsch, ist heiß. Ja, nicht wehtun. Ist schwierig zum Aufmachen. Ah, welche machen wir denn dann auf? Machen wir links. Machen wir links auf. Alles klar. Ja, machen wir links auf. Okay. Ist gut unter Spannung, ist wie gesagt neu restauriert. Jetzt schauen wir mal rein. Da sind die beiden riesigen Vergaser zu sehen. Ja. Lederriemen auf jeder Haube waren in den 20er Jahren so. Es ist halt ein absolut irres Design. Also das ist Auto pur. Und jedes Mal wieder, wenn ich so einen Wagen fahre oder aussteige, habe ich das absolute Kribbeln. Ich glaube, das merkt ihr auch. Also mehr Freude geht nicht beim Autofahren als mit dem hier. So, boah, guckt euch das mal an. Also da ist ja der Kühler schon 1 Meter hoch so ungefähr. Das ist die Maschine. Die beiden riesigen Daimler-Vergaser. Hier vorne ist der Kompressor. Es ist ja ein Kompressor-Mercedes. Bei zugeschaltetem Kompressor hat er zwischen 220 und 250 PS. Es gab sogar einen mit Elefantenkompressor. Da hat es fast auf 300 PS gebracht. Da ist dieser gewaltige Motorblock. Auf der anderen Seite steht ein DMG von der Daimler Motorengesellschaft. Da ist übrigens der Tank fürs Fallbenzin. Man muss ja vorne pumpen, damit das hier voll gemacht wird. Gab damals noch keine elektrischen Benzinpumpen. Das hat er hier, glaube ich, auch nicht. Ich denke, der fährt doch. Er hat eine mechanische eingebaute Benzinpumpe. Er hat eine mechanische eingebaute, sagt Schorsch gerade. Und mit einer Handpumpe befüllt man zuerst diesen Tank. Ja. Und von dem werden die Zylinder gespeichert und dann entsteht der Unterdruck und von dem großen Tank wird der wieder befüllt. Wird der wieder befüllt. Also das Auto hat übrigens einen 120 Liter Tank, nur den es interessiert. Und die Verbrauchswerte, also da kenne ich immer nur, wenn er leer ist, wird er voll gemacht. Das war auch damals zu der Zeit so. Ich kann es euch trotzdem sagen. Ich sage mal 25 bis 35 Liter braucht er, genau. So wie wir eben gefahren sind. Deswegen auch ein 120 Liter Tank. Der ist übrigens da hinten. Könnt ihr vorne auch die Füllstutzen sehen hier. Also auch alles massiv, gewaltig. Auto der Weimarer Republik, die konnten damals auch schon tolle Autos bauen, also weiß Gott. Und der Weltruf von Daimler-Benz ist genau mit dem Wagen begründet worden. Mercedes SSK von 27 bis 33. Also das ist für mich die Spitze des Automobilbaus. Mehr geht nicht. Ja, ich glaube, wir haben das Wichtigste gesagt zum Mercedes SSK. Wir hatten heute Glück, dass es nicht geregnet hat. Wir haben gesagt, ist schon November, wenn Straßen schlecht beim SSK ist das egal. Wir holen jetzt einen Wasserschlauch und sprühen ihn wieder ab, ist ja noch kein Salz. Machen wir nicht jeden Tag so einen Film und immer wenn wir so einen Wagen da haben, der ist ja nur auch zu kaufen, der steht hier in Beuerberg, dann filmen wir den auch. Wir wollen euch ja zeigen, was es gibt an automobilen Schätzen. Also bleibt mir weiter treu. Motto Freude am Auto, Cargold und immer nur das Beste. Bis demnächst, euer Stefan. Ciao.